Jetzt kommt zu einem geilen neuen Horrorspielchen. Ich mach mal ganz kurz den Sound noch ganz kurz leise. Lauter. Cool. Okay. Also, FingerBones heißt das Spiel. Also, Fingerknochen. A physiological horror game by David Szymanski. FingerBones is intended to be completed in a single sitting, and there is no save function. It is suggested that you set aside about half an hour to complete it. To exit, visit the door you start at. Use WASD to move and left mouse button to interact with the environment. Press escape to toggle the screen. Okay. Okay. Ist ein bisschen schnell hier. Okay, so passt das. Jetzt ist ein Horrorspiel, was man einen Zug durchspielen sollte. Was man einen Zug durchspielen sollte, es sollte entweder eine halbe Stunde oder 1,5 Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Half an hour, was heißt das? Ich weiß nicht mehr. Entweder eine halbe Stunde oder 1,5 Stunden. Ein Messer? Das scheint auch Left Mouse Button, oder? Left Mouse Button. Das geht nicht. Okay. It's my weekend. It's my weekend to get Katie, but I'm really not in the mood. I distracted her with the TV and came here to read. I couldn't interest myself in reading, so I tried to write. I couldn't write anything more than the usual handful of disconnected theories. Thoughts and theories natürlich. Medication didn't help, and divorce certainly didn't help. Because I'm not depressed, I am enlightened. Verdammte Scheiße. This is the result of 2 decades of scientific, was sind also schwere Worte, education and philosophical pondering. This is the price of knowledge. Okay. Okay. Okay, es geht alles nicht. Wieso nimmst du nicht das Messer mit? Und kann ich das jetzt mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich gebe mir nochmal das Messer. Miese. Miese? Nee, kein Mieser. Ist irgendwas drin? Katana oder so? Nee. Okay. Exit? Nee, das möchte ich nicht. Hier komme ich nicht durch, oder? Das macht einen Klick. Das ist aber schlecht verschlossen. Brauchen wir einen Schlüssel. Irgendwo hier wird bestimmt einer sein. Irgendwo hier. Warte mal ganz kurz. Kannst du das gucken? Ah ja, da steht's ja. Da steht's ja, stimmt. Wie groß sie wird. Der läuft doch ziemlich langsam. Kann ich nicht irgendwie rennen oder so? Wahrscheinlich nicht. Oh, eine Taschenlampe. Kann ich das auch machen? So. Nee. Okay. It appears to be a page from the manuscript. Pop morality is too reliant on emotions and not reliant enough on rational thought. If morality must be determined, and I maintain that it is a force, it should not be determined by feeling. Feelings are nebulous subject and changeable. Rather, it should be determined by thinking. The action of a natural creature and natural
and so thus moral, unless a concrete scientific reason can be given to prove them as immortal. Ihr merkt vielleicht, ich bin der Beste in Englisch. Die Tastatur, die an der Steckdose angeschlossen ist. Okay. Und hier ist nicht mal PC. Gut. Läuft bei dir. When I was 15 years old, I lost my virginity. I shook uncontrollable the entire time. I felt that same primal excitement yesterday night in the cellar. Okay. Okay. Hier kann ich jetzt... Es braucht eben noch einen Klick. Okay. Kann ich jetzt vielleicht ein Knife mitnehmen? Ich möchte gern unbedingt so ein Knife haben. Unbedingt. I don't know why I'd use my daughter's name as a door lock code in my survival bunker. But whatever keeps her happy, I suppose. She like her mother. A delicate, fragile version of her mother. Damn her. Was? Ist eine Kopie ihrer Mutter? Oder so? Das habe ich gerade mitbekommen. Kann ich jetzt vielleicht ein Messer mitnehmen? Es muss doch irgendwie möglich sein. Nee. Okay, aber der hat gesagt, er hat den Namen seiner Tochter als Code genommen. Aber wofür? Für den Bunker. Aber ist das hier der Bunker? Wenn ja, warum komme ich nicht raus? Ist vielleicht eine neue Notiz irgendwo erschienen? Kann ja nicht rennen. Das ist richtig Schande. Ist noch über ein Werkzeug und so drin. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Hier gibt's nichts mehr, oder? Gut, das war's noch mit der Schiene. Das ist das. Okay, kann ich nichts machen. Schubladen oder so. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee und nee. Okay. Okay, okay. Ich muss schon überlegen. Warte kurz. Okay, okay. Kann ich nichts machen. Nirgendwo. Kann ich halt rausgehen? Hier? Irgendwas? Ich habe einen Knopf gedrückt. Ich habe eben noch einen Klick. Kann ich auch wieder ausmachen? Nee. Springen kann ich auch nicht. Kann ich jetzt wirklich das Messer? Komm, ich stecke nicht umsonst Messer drin. Ah, da hinten leuchtet jetzt was. Hä? Wo soll ich denn wissen, wie meine Tochter heißt? Daughter's name. Daughter's name. Wo soll ich wissen, wie die Tochter heißt? Katie. 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 Ah, ich bin klug. Okay, ich weiß nicht, ob ich... Ich war lieber im Bunker drin. Im hellen, schönen Bunker. It finally happened. The whole world is a chaos of thunder and screams. And when the ashes settle
we will all be wild enemies again. I am ecstatic beyond words. I haven't been able to reach Lynn for several days, and she's probably dead for all I know of care. But Katie was here when it started, and I have no idea what to do with her. Most of the town is dead. Katie and I only survived because we ran into the bunker. Perhaps this is what I've needed. Freedom from all the irrational rules and inane social walls. Just pure, beautiful survival. Okay, es ist irgendwas ausgebrochen. Irgendein Atomkrieg oder so. I boxed up everything that isn't practical and useful. I burned all the books that weren't for scientific edification, man. Also schwere Wörter. I'd like to store the boxes in the cellar, but I can't get them down the ladder by myself. I just pulled them up near the hedge. The blood would probably ruin them away. Okay, es ist irgendwas ist hier mit Tod und Blut und Verderben und Überleben. Okay. Hier kam ich her. Oh. The tool room has been her name for years now, and I can't bring myself to change it. Okay. Nein. Ich bin nicht hier. Das war alles gerade das gehört. Lese jetzt nochmal. Soll's lesen, Mann. The room has been her name for years now. I can't bring myself to change it. The tool room. Ja, das war der Anfang, oder? Mit den ganzen Werkzeugen. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich weiß nicht, da kam man dieses her. Naja. Kann ich eh nur sterben. Da war ich schon wieder. Hallo. Messer? Tools? Nee. Tut mir leid, jetzt gerade das Mikrofon ab. Nein, das war nicht so beabsichtigt. Okay. Ich muss überlegen. Da komme ich nicht hin. Da geht's auch nicht lang. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich noch lesen kann? Irgendetwas. Nee. Aber es ist ein fertiges Spiel, es ist keine Alpha. Es muss irgendwo weitergehen. Perhaps this is what I needed. Freedom from all the irrational rules. Just pure, beautiful survival. Ja, dann überleb mal hier. I box everything that isn't particularly useful. I burn all the books that weren't. I'd like to store the boxes in a cellar. I just pulled them up near the hedge. Was war nochmal ein Hedge? Ach man, vielleicht muss ich so ein Bücher und ich weiß nicht. Cellar. Okay, Cellar war, keine Ahnung, etwas. Und Hedge war, keine Ahnung, etwas.
komme ich nicht rein. Okay. Seller. Hedge. Okay, gut. Ich muss überlegen. Was abgeht hier so schwer? Das frage nicht ich. Scheiße, Mann. Okay, ich würde sagen, das war der ersten Part zu FingerBones. Weißt du, was das Kommentar haben, wenn ich da nicht. Bis dahin. Tschüss. So, Leute, da sind wir wieder in FingerBones. Ich habe jetzt wirklich ein Game Walkthrough angeguckt. Und ich weiß, dass es weitergeht. Man kann aber gar nicht so schlecht, da oben noch was einzugeben. Da muss hier oben nämlich. Wartet. Irgendwo gab es einen Namen. Hier ist gar nicht mehr wo. Irgendwo stand mal Lynn drauf. Also N-Y-N. Ende. Und den müssen wir jetzt da eingeben. War das hier? Nee, was nicht. Ach, keine Ahnung. Hier müssen wir Lynn eingeben. Und dann hat's geklappt. Ja, jetzt kann ich nicht hier runtergehen. Und hier reingehen wieder. Zack. Dann hier hinten hin. Man kann nicht rennen. Das ist so lahm. Ach, schick. War das hier? Hier war, glaube ich, Lynn. Ja, genau, da. Able to reach Lynn. Lynn. Ich komme hier rein. Ab hier habe ich dann nicht mehr weit geguckt. Es kann sein, dass ihr halt gleich einen Charmscare gehabt. Warum nimmst du nicht irgendwas davon mit? She remembered Father's Day and drew me a picture. I don't understand her. She's just like her mother. She wants to waste time drawing pictures and playing with toys as his mom watches Christian broadcast. Das ist sogar die Isaac Story. She's just like her mother. She wants to waste time drawing pictures and we're barely able to find enough food to survive. I turned her crayons into candles. We need more candles in case the generator goes out again, and it helps break up the monotony. I yearn for the irgendwas of those first weeks. Okay. There are things I've wanted to do for years. Desire I've kept locked in the bag of my cognition. It's been nearly a year since I've seen a woman, and now I realize there is no practically reason to keep those desire looked up anymore. Okay. Aber gib doch nicht auf, du kannst bestimmt irgendwann mal noch mal eine Frau sehen. Nein? Warum sagt die Leiter? Na. Wow. Okay. I changed the story room count to something I can easily remember.
Hä? The rest of the word is missing. NNY. Nein. NNY. Something I can really easily remember. NNY, okay. Ich hatte sie erst nochmal löhnen, aber... Ist vielleicht irgendwas? Diese Geräusche. Okay. Ach, die Leiter hat sich gar nicht geöffnet. Das heißt, sie hat angehört. Ich dachte, wir sind eine Leiter runter. Ich bin noch so richtig gut. So richtig gut. So richtig. Okay, NNY. I remember Father's Day. Dreamy adventure. I don't understand her. He's just like a man. She wants to waste time but barely able to find food to survive. I turn to crayons. We need more candles in case the generator goes out again. And it helps break up the monotony. Okay. Ist schon tricky. Tricky. Okay, hier schon los wieder das mit dem Change the Storage Room Code. Something you can easily remember. NNY. Okay, gut. Ich lese wirklich jedes einzelne Wort. Also halt immer das Ende. Ich alles abgeblagert mehr. There's no practical reason to keep it. Okay. Da ist doch irgendwas, oder nicht? Ist da was? Ach, keine Ahnung. She remembered Father Days and dreamy picture. Don't understand her, just like her mother. She wants to waste time drawing pictures and barely able to find enough food to survive. I turned her crayons into candles. We need more candles. What's out again? And it helps break up the monotony. Okay, hier steht tatsächlich nichts. Vielleicht steht hier noch irgendwas. NY, okay. Achso, ja klar. Okay, jetzt wisst ihr auch, wie man hierauf kommen sollte. So, eigentlich die Frau von ihm, die sich getrennt hat. Und er hat sich überhaupt gebracht, den Code zu ändern. Das stand ja da. Ich muss nachdenken. Okay, warte mal. Was hört das auf? Nochmal. Das hört auf mit NNY. Annie. Wird vielleicht einfallen. Der Name Annie. Things I wanted to do for years. Desire I've kept locked. To keep
to suicidal look up anymore. She remembered Father Days and dreamy picture. I don't understand, it's just like the mother. Sie ist wie die Mutter, scheint am ersten Raum noch was. Gehen wir doch mal im ersten Raum gucken. Gehen wir doch mal im ersten Raum gucken. Wo stand das nun mal? Es stand hier. Deswegen hätte man war das hier? Stand das hier drin? Nee. Okay. Okay. Da stand doch irgendwo stand was. I couldn't even tell a while ago. Hier stand nichts. Der hätten wir doch auch einen Brief, oder nicht? Glaube ich mal. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. She's like a mother. I don't know why I'd use my name, but whatever keeps her happy, I suppose. She's like a mother. Damn her. Wollen wir mal Annie. Ach, da brauchen wir mal noch. Nein. Ach, so schnell. So einfach mal. Weiß ja nicht, vielleicht. Oder so. Vielleicht so eine Mischung aus den Namen. Oder mal. Ach, so. Gucken wir mal. Was geht. Weil ich meine, das Einzige, was eigentlich Sinn ergeben würde, Namen mit einem Y. Annie eigentlich, oder? Eigentlich nur Annie, oder gibt es noch andere Namen mit N und Y am Ende? Gucken wir mal. Und es ist zu. Okay. Dann müssen wir weiter suchen. Nochmal alles lesen. There are things I've wanted to do for years. Desire I've kept locked in the back of my conscience. I've been nearly the year since I have seen a woman, and now I realize there is no practical reason to keep to this Sarah looked up anymore. She remembered Father Days, a dreamy picture. I don't understand her. She's just like a mother. She wants to waste time drawing pictures. Barely able. You find enough food to survive. I turned her cranes into candles. We need to and it helps break up the monotony. A year for the experience. Okay. Ja. Gut, ne? I just started to cope with something I can easily remember. The rest of the word is missing. Die haben jetzt 2 Namen bekommen. Einmal Lynn, einer Katie. Mehr nicht, oder? Danny vielleicht noch. Wie heißt das? Da ist Daniel. David heißt der. Okay. Probieren wir mal Danny. Weiß ja nicht, weil der Typ heißt David. Ja, der Typ heißt David vielleicht. Oh, guck mal, das ist weiter.
Läuft bei dir, weil ich dachte sicher, ja, ich brauche mir das Easter Egg ein, mal gucken, ob die schlau genug sind. Also ich sag, ich bin schlau genug. Oh Gott, ich habe mal was inventiert. Früher habe ich nur so inventiert gespielt. Heute kann ich das gar nicht mehr. So, also, nein. Danny. Probieren wir es einfach mal. Ach, das ist so langsam. Zack. Um die Ecke. Schaukelt da jemand? Nee, ist immer noch zu. Also ich würde sagen, ich gucke nochmal den Walkthrough an. Es tut mir leid, ich komme nicht weiter. Entweder bin ich richtig scheiße in Englisch. Oder es macht alles keinen Sinn. Für mich zumindest, weil mein Kopf macht alles keinen Sinn. Also wir sehen uns dann später mal wieder. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ich habe wieder mal Wordflow angeguckt und weiß jetzt, was das Passwort ist. Und zwar ist das Passwort NNLY. Was? Dumm? Mann, Leute. Also halt Löhn rückwärts, verdammte Scheiße. Steht da das? NNYL. Nee, bin ich dumm. Löhn rückwärts ist es auf jeden Fall. So, sollte stimmen. Oder? Ja, ich glaube, ich bin. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Komplett bin ich verwirrt. Das sollte aber stimmen, oder? Ja. Okay, ziemlich kleiner Raum. Ach, so viel zu lesen. I am a bag of DNA and I exist to make more of myself. I married and produced a daughter because my genes demand reproduction. I wrote books and create because creativity served a survival advantage. To my ancient ape ancestors. I built this place, took refuge in it, and spent hours thinking up silly little artificial law to live by, because my forefathers built cities and societies to allow time and peace to reproduce and to project their genes. Dreams, love, opinions, desires, beauty, innocence, fragments of our collective primordial imagination, fleeting electrical signals that fire across our synapses for a pointless moment in time. They used to serve a purpose, and now they are needless confusion. And here I am, the last man on the earth, for all I know, ready to be freed from them. Okay. Okay. Das ist Knopf, okay. Okay. Also jetzt möchte er frei werden. Möchte zum Freedom. Zum Freedom. Möchte zur Freiheit, zu Freedom. Freedom. Sollen wir Freedom probieren? Oben im Terminal. Ja, aber wohl noch Freedom. Ja, dann komm, Lauf. Freedom. Gucken wir mal, was geht. Mann, das ist nicht so langsam hier unterwegs. Zack. Hier runter. Einmal schwenken.
gucken, ob er runter kann. Tatsächlich. Das ist einfach richtig, Leute. There's only enough food for one, so she's going to die anyway. And I'm free now. Freedom. It took the end of all humanity for me to find freedom. Okay, er hat also seine Tochter getötet, weil nur genug Essen für einen da war. It seems to have been dawned from a diary. Geht's weiter oder muss ich weiter klicken? Ich klick mal. Okay, ich muss klicken. She finally died last night. I don't know whether from starvation, dehydration or blood loss. I threw her body into the woods. Her fingers, my anti-religious artifacts, my testaments to moral and intellectual freedom are locked in the safe upstairs. I am content in the knowledge that I haven't done anything wrong. The father didn't know why he'd come back after all these years, starving and tired. He just wanted to see the cellar one last time. With one last flicker, the flashlight died and he was left in the pitch dark. He sat down on the cold floor and closed his eyes. He could still hear no. Ja, Leute, es gibt ja kaum Probleme in dem Spiel. Deswegen hat sich das Spiel einfach geschlossen. Wenn ich das Spiel geschlossen habe, meine Aufnahme auch aufgehört. Deswegen nicht wundern, dass dass immer die Stimme weg ist. Und wenn du ein schwarzes Bild hast. Auf jeden Fall, das Spiel war relativ. Es war jetzt kein richtiges Horrorspiel, sondern eher so ein Rätselspiel. Mit ein paar mit einer guten Atmosphäre. Und viel Rätsel. Ja. Also anscheinend war jetzt irgendwie draußen eine Apokalypse oder so. Und er war der letzte Mann, der überlebt, zusammen mit seiner Tochter im Bunker. Allerdings hat er dann nicht mehr genug Essen übrig gehabt für beide, hat er seine Tochter getötet. Und ist anscheinend dann alleine gegangen, weil am Ende stand ja noch, der Vater kam nochmal zurück. Jetzt kam er nochmal zurück. Auf einmal ist seine Taschenlampe gestorben. In Anführungszeichen gestorben. Und er war für immer im Dunkeln, hat sich hingesetzt und seine Augen geschlossen. Weil er trotzdem nicht lesen vorher. Ist eine gute Story auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, sie hat gemeint, nicht 1,5 Stunden, sondern eine halbe Stunde. Geht das Spiel. Hat auch hingepasst. Ja. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der Endcard. Bis gleich. So Leute, das war's schon auch mit einem kleinen Indie-Spiel. Indie-Horror-Game, was eigentlich ein Indie-Rätsel-Game war. Und zwar FingerBones. Rufen Sie das letzte Video, das dürfte, muss ich ganz scharf nachdenken, der erste Part von PewDiePie Legend of the Brofist sein. Wenn mich gar nicht hochgeladen hat. Wenn mich was hochgeladen hat, dann wird es das letzte Video von Mika sein. Und für das Super-Video, Gertinus und das Zombie aufs Kawaii-Projekt. Sagt danke fürs Zusehen. Ich sag danke fürs Zusehen und danke fürs Zusehen.